Ja, hallo, ich bin Frank Blume, ich bin der Geschäftsführer der Project Wizards und wir haben seit kurzer Zeit ADOC Studio auf dem Markt. ADOC Studio ist eine Applikation zum Schreiben und Publizieren von technischer Dokumentation, vornehmlich technischer Dokumentation. Und ich möchte heute mal so einen kleinen ersten Spaziergang starten. Warum ist ADOC Studio überhaupt entstanden? Wir schreiben seit etwas über 10 Jahren, Pi mal Daumen, unsere Dokumentation mit ASCII-Doc, vornehmlich mit dem Tool ASCII Doctor und sind mit den Ergebnissen super zufrieden. Nur irgendwann haben wir uns gedacht, wir würden ganz gerne auch auf dem iPad schreiben und irgendwie kamen wir damit nicht weiter, weil ASCII Doctor ist ein reines Terminal-Tool und wie wir wissen, ist Terminal und iPad nicht so wirklich eine gemeinsame Sache. Also haben wir uns überlegt, wie finden wir jetzt den Start? Über den Ablauf der letzten 2 bis 3 Jahre haben wir dann verschiedene Experimente gemacht und haben dann am Ende ein Konzept gefunden, was heute der Anwender unter dem Namen ADOC Studio selber testen kann. In kurz also nochmal eine App, die es für macOS gibt, die es fürs iPad gibt und natürlich auch fürs iPhone. So, und jetzt gucken wir uns doch einfach mal an, was diese Applikation so kann. Ja, vom Grundsatz her haben wir hier eine Applikation, die die übliche Dreiteilung hat. Das heißt, wir haben auf der linken Seite eine Seitenleiste, wo unsere Dateien und andere Dinge, das werden wir im späteren Verlauf sehen, diese Dinge gehandelt werden, gemanagt werden. Dann haben wir einen Editor hier in diesem Bereich. Ich hebe mal einmal hervor. Und auf dem rechten Bereich haben wir dann eine Vorschau. Diese Vorschau zeigt Ihnen genau das an, was Sie hier schreiben. Also schreibe ich Hallo Welt, sehen Sie auf der rechten Seite direkt Hallo Welt. So einfach, so simpel. Jetzt habe ich eben ja schon gesagt, dass wir über ASCII-Doc arbeiten oder andersrum gesagt mit der Markup-Sprache ASCII-Doc arbeiten. Das ist im Prinzip wie Markdown, nur, man kann sagen, on Steroids. Und das ist genau der Punkt, wo wir jetzt direkt mit durchstarten wollen. Wie mache ich eine erste Überschrift? Ich setze ein Gleichheitszeichen im Kontrast zu der Geschichte bei ASCII-Doc mit der Raute und dann schreibe ich einfach meinen Dokumenttitel. So einfach. Und man sieht sofort auf der rechten Seite, wie eben schon gesagt, dass ich die Vorschau habe. Wir beginnen dann mit dem ersten Absatz, der heißt im ASCII-Doc-Ökosystem Präambel. Präambel oder Management Summary auch mal gerne genannt. Wir haben hier also eine kleine Einführung, die das Dokument beschreibt. Dokument beschreibt. So, und Sie sehen sofort, auf der rechten Seite ist die Vorschau stets aktuell. Jetzt gleich zur ersten Besonderheit von ASCII-Doc. Ich kann natürlich jetzt einfach weiterschreiben. Der zweite Satz wird direkt angehängt. So, das kann man machen. Es gibt aber auch eine zweite Möglichkeit und diese Möglichkeit bevorzuge ich persönlich, weil ich kann meine Sätze auch direkt untereinander schreiben. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, wenn ich zum Beispiel meine Dokumente im Git verwalten möchte. Git arbeitet zeilenorientiert und wenn ich dann meine Sätze schön untereinander geschrieben habe, kann ich die im Git einfacher verfolgen, sprich welche Änderungen, was ist dazugekommen, was wurde weggenommen. Die Vorschau von ASCII-Doc und die Vorschau in ADOC Studio zeigt natürlich die Sätze direkt aneinander. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Wie kriege ich jetzt einen Absatz da rein? Indem ich einfach eine Leerzeile einfüge. Eine Leerzeile fügt einen neuen Absatz ein. Und man sieht sofort,
Ich habe 2 Absätze jetzt. Ja, und so kann ich jetzt meinen Text einfach weiterschreiben. Ich mache das mal mit dem berühmten Lorem Ipsum. Das ist jetzt keine Funktion von ADOC Studio gewesen, sondern das ist die Textersetzung vom macOS. Die kennen wir ja alle, das kann man ja in der Systemsteuerung einstellen. So, und wo wir viel Text haben, brauchen wir natürlich auch eine Struktur, eine weitere, tiefergehende Struktur, sprich die Überschriftenebenen 2, 3, 4, 5, 6 und was wir ansonsten noch alles haben. Dann machen wir das. Wir setzen hier mal einen Umbruch ein und ich mache mit 2 Überschriften einen weiteren Titel oder einen Absatztitel. Da kann man verschiedene Sachen machen. Absatz. Wenn wir schreiben können, dann kriegen wir das auch richtig hin. So, und Sie sehen schon, ich habe hier meine Überschrift, habe hier meinen Absatz. Ich möchte an dieser Stelle eine ganz kurze Pause machen, weil wir kommen jetzt schon direkt in die Geschmackssache rein. Sie sehen, der Editor hat ein gewähltes Aussehen und meine Vorschau hat ein anderes vorgewähltes Aussehen. Das ist so die Standardeinstellung. Ich persönlich liebe es eigentlich, wenn mein Editor so ein bisschen mit einem Monospace-Font kommt und Syntax-Highlighting und so weiter. Und genau das haben wir in ADOC Studio enthalten. Dazu gehen wir in die Einstellung von ADOC Studio und wir sehen direkt in den gesamten Einstellungsdialog auf dem 3. Tab die Editorstile. Und wir können jetzt mal schnell durchklicken, dann sieht man auch sofort, was passiert. Wir haben unterschiedlichste Editor-Themen mit dabei und hier kann sich jeder aussuchen, was ihm am besten gefällt. Oder, falls nichts Passendes dabei ist, ein Klick auf den Plus-Button, kopiert den aktuellen Stil und schon können Sie sich den so einstellen, wie Sie möchten. Vom allseits beliebten Bluescreen, Apple II-Stil und weiß die Wonne was. Gut, die einzelnen Details, wie sie dann dargestellt werden, sehen Sie in dem Bereich rechts daneben. Und hier können Sie dann Ihre Einstellungen vornehmen, feintunen, was auch immer. Ich gebe mich mal mit dem Monokai jetzt zufrieden und wir sehen einen deutlichen Unterschied zwischen Editor und Vorschau. Der zweite Punkt sind die Vorschaustile. Und zwar haben wir in dem rechten kleinen Haken, rechts neben dem Auge, einen Einstellungsdialog. Und in diesem Einstellungsdialog kann ich jetzt verschiedene Stile vornehmen. Und wenn ich hier mal durchklicke und durchscrolle, dann sehen Sie sofort, was damit gemeint ist. Dahinter liegt ein Standard, das ist der sogenannte Cascading Style Sheets. Und das sind die CSS-Stile, wie wir sie überall im Web kennen. Und genau so können Sie Ihre Dokumente gestalten. Wir bleiben jetzt mal bei dem Standard, der sieht ja schon ganz schick aus. Gut, und damit kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Weiter geht's im Text. Jetzt wollen wir als nächstes mal so ein paar Funktionen der Markup-Absprache ASCII-Doc mit einbauen. Ich hatte ja eben schon den Vergleich zu Markdown gezogen, eine sehr einfache Markup-Sprache, aber viele Funktionen sind wirklich sehr, sehr ähnlich. Wenn ich hier zum Beispiel ein Wort fett schreiben möchte, kann ich das entweder über den Menüeintrag oder man sieht hier auch schon direkt den Shortcut Apfel B. Ich mache mal Apfel B und schon ist das Wort fett. Kursiv das gleiche in grün. Ich kann es einfach im Menü auswählen und schon habe ich meinen Text kursiv. Später wird man im Detail feststellen, dass eben diese Auszeichnungen, also die Textmarkierungen, in ASCII-Doc viel, viel weiter gehen, als sie in Markdown gehen. Aber ich möchte jetzt gar nicht hier in ein Vergleichsspiel reingehen. Machen wir einfach mal weiter. Was haben wir sonst noch Wunderbares? Wir haben natürlich Listen. Die können wir entweder mit einem Minuszeichen beginnen oder meine persönliche Variante ist das Sternchen. Und dann habe ich einfach eine Zeile 1. Komme ich zur nächsten Zeile, sprich habe ich Enter gedrückt, schlägt mir ADOC Studio sofort einen weiteren Listenpunkt vor und den kann ich hier direkt eingeben. Also Zeile 2 und so geht das dann natürlich weiter.
Habe ich meine Liste beendet, haue ich einmal auf Enter und schon ist die Liste beendet. So, als Alternative dazu haben wir natürlich nummerierte Listen und um das jetzt ein bisschen deutlicher zu machen, habe ich einen kurzen Zwischentext und jetzt setzen wir einfach mal eine sogenannte Ordered Liste oder nummerierte Liste auf. Die kann ich mit erstens, zweitens, drittens beschreiben. Dann muss ich mich aber selber darum kümmern, dass die Nummerierung richtig ist. Wir haben dagegen in AsciiDoc eine tolle Möglichkeit und wir sehen hier jetzt einfach nur einen Punkt und den kann ich jetzt als Punkt 1 beschreiben und ein nächster Listenpunkt wird dann natürlich Punkt 2, Punkt 3 und so weiter, wie das alles so läuft. Auch hier schließt ein Enter auf dem Platzhalter Listenpunkt die Liste ab. So einfach, so gut. In der Vorschau sehe ich sofort, was hier los ist. Nehme ich jetzt zum Beispiel den Punkt 3 raus und setze ihn zwischen 1 und 2, dann wird, wie man hier in der Vorschau sehen kann, die Reihenfolge aktualisiert, der Text natürlich nicht. Logisch. So, und damit haben wir so die ersten Punkte drin. Das nächste, was wir immer gerne haben in Texten, sind Bilder. Und dazu klaue ich mir jetzt einfach mal ein Bild aus unserer About-Box. Da haben wir das schöne App-Logo drin. Und dieses App-Logo ziehe ich jetzt direkt in meinen Medienordner. Okay, das war nicht getroffen. Ich ziehe ihn nochmal in den Medienordner. Und schon ist er enthalten. Jetzt kann ich dieses Icon, dieses Bild, kann ich jetzt direkt hier im Text eingeben. Also, ich möchte ein Bild einbringen, auf Englisch Image. Und ich sehe, nachdem ich IM eingegeben habe, wird mir was vorgeschlagen. Und hier kommt jetzt unser ADOC Coach ins Rennen. Der ADOC Coach wurde aus einem ganz bestimmten Grund erfunden. Die Sprache AsciiDoc ist so umfangreich und hat so viele Optionen, selbst wir haben nach 10 Jahren der aktiven Nutzung immer noch mal wieder die Probleme, dass wir nicht wissen, wann muss welche Option an welche Stelle gesetzt werden und so weiter und so fort. Das ist alles super dokumentiert und man kann es im Internet nachschlagen, aber manchmal möchte man es auch einfach direkt da wissen, wo ich bin. Und deswegen haben wir uns eine ganz besondere Technik ausgedacht. Das ist der ADOC Coach. Dieser ADOC Coach reagiert auf die Eingabe, die Sie gerade getroffen haben und schlägt Ihnen nach Möglichkeit immer das Passende vor. Ich zeige Ihnen mal 2 Beispiele. Hier haben wir das Bild und das ist eine Minimaldarstellung von unserem ADOC Coach. Der hat nämlich genau einen Vorschlag für uns und zeigt uns diesen Vorschlag. Zusätzlich gibt er uns mit einem kleinen Hilfetext an, was denn da passiert. Verschwindet der ADOC Coach aus irgendeinem Grund, weil ich jetzt falsch geklickt habe, ein Druck auf die Escape-Taste öffnet den gesamten ADOC Coach. Hier wird jetzt auf Basis der Eingabe IM wieder vorgeschlagen, ein Bild zu machen. Aber ich habe auch noch andere Vorschläge hier in der Liste, die irgendwie IM mit im Text haben. Interessiert mich jetzt nicht, ich klicke bei Bild auf Enter und jetzt habe ich eine vollständige Syntax, die ich nutzen kann. Ich könnte dem Bild einen Titel geben und verschiedene andere Dinge, will ich alles gar nicht. Ich drücke auf Enter und im nächsten Schritt wird mir vorgeschlagen, welche Bilder ich in mein Dokument einfügen kann. In diesem Fall habe ich nur ein einziges Bild da, also wird nur eins vorgeschlagen. Ich drücke auf Enter. Das Bild wird dargestellt. Und jetzt im letzten Schritt habe ich die sogenannten Optionen, wie ich mein Bild skalieren, positionieren und wie auch immer dokumentieren kann. Dazu nehmen wir ganz gerne die Breite. Ich schreibe jetzt aber einfach mal WI für Width. Und ich sehe sofort die Optionen, die irgendwas mit Width oder Window zu tun haben. Width klingt gut. Ich möchte jetzt 200 Pixel als Breite haben. Und als nächste Option möchte ich dieses Bild jetzt rechts neben dem Text haben. Also ein Float definieren. Und den habe ich hier direkt im Angebot. Ich haue drauf und zack, schon sehen wir, wie das Bild sauber reinkommt. Wunderbar.
So können wir jetzt peu à peu an unserem Dokument arbeiten. Ich kann hier noch einen dritten Titel reinsetzen, Sektion, was auch immer. Es kommt ein bisschen Lorem Ipsum Text rein. Wir können auch zwischendurch hier noch ein paar Absätze mit reinbringen. Und peu à peu baue ich nun so mein Dokument zusammen. So, und jetzt haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Zum einen ist die Möglichkeit, ich schreibe ein langes Dokument, wir nennen das immer scherzhaft oder mit dem Augenzwinkern unseren langen Lappen. Und das ist wirklich eine ADOC-Datei, die endlos lang ist, halt so lang wie Ihr Dokument ist, und die dann von ADOC Studio übersetzt wird. Nun ist aber gerade bei der technischen Dokumentation das Problem, diese langen Lappen werden dann schon sehr, sehr lang. Also brauchen wir eine Technik, um ein langes Dokument in viele Einzeldokumente aufzuteilen. Nicht zuletzt, um die Wiederverwendbarkeit von einzelnen Dateien zu gewährleisten. Technische Hinweise, Impressum, ach, was auch immer. Es gibt so viele Wiederholungen, aber wem erzähle ich das? Um das jetzt hinzukriegen, haben wir eine tolle Technik in ADOC Studio und diese Technik nennt sich Sammeldokumente. Dazu klicke ich hier oben auf den Plus-Button und ich kriege jetzt ein Angebot über verschiedenste neue Komponenten. Und diese neuen Komponenten umfassen auch ein Sammeldokument. Das hauen wir mal direkt auf Enter oder hier hauen wir jetzt mal direkt auf Enter und wir starten mein tolles Buch, was auch immer das werden soll. Ich habe hier einen Titel, der wird automatisch mit übernommen. Ich könnte natürlich einen anderen Titel vergeben und ich kann vorgeben, wie viele Kapitel ich denn in meinem Dokument haben möchte. Gucken wir mal, 3 Kapitel sollen reichen. Der Autor ist vorgegeben, alle sind glücklich, wir klicken auf Erstellen und hier ist jetzt mein tolles Buch. So heißt der Ordnername, also das Buch wird, oder andersrum, der Ordner wird als Buch dargestellt. Und wir haben jetzt ein Startdokument und 1, 2, 3 Kapitel. Jetzt ist es erstmal eine gute Idee, mein Projekt zu speichern. Das tun wir über Ablage und wir gehen auf Sichern und ich sichere das Ganze einfach mal auf meinem Schreibtisch, mein Projekt. Denn das, was Sie hier in diesem Fenster sehen, ist mein Schreibprojekt. Das sichern wir. Ja, ich erlaube den Zugriff auf den Schreibtisch und schon ist alles gut. Wir sehen hier jetzt, dass in diesem Fall liegt mein Schreibtisch auf dem iCloud Drive, aber das soll nicht weiterhin stören. Wir haben den Schreibtisch, in diesem Schreibtisch oder auf dem Schreibtisch haben wir meine Projektdatei mit der Projektendung ADS. Das ist aber der Ordner und da drin ist dann die ADOC Project Datei. Das Schöne ist, in ADOC Studio ist alles Standard. Standard heißt, wir reden hier über Textdateien. Ich möchte jetzt nicht unbedingt ASCII-Dateien sagen, weil mittlerweile sind wir schon einen Schritt weiter. Mit dem Augenzwinkern, wir können noch Emoji. Konkret heißt das, es sind Textdateien, die im UTF-8-Format gespeichert werden. Sie müssen sich um nichts kümmern, es funktioniert einfach und Sie können diese Textdateien, wie gesagt, im Git einpflegen, Sie können sie auf diverse Cloud-Speicher legen, Sie können im Prinzip damit tun und machen, was Sie wollen. Wir schauen uns mal die Dateien an. Dazu kann ich jetzt mit der rechten Maustaste in der Seitenleiste auf eine Datei klicken und ich sage einfach im Finder zeigen. Ja, das wird mir ein Finder-Fenster geöffnet, was im Prinzip meine Dateien des Projektes darstellt. Ich habe hier mein tolles Buch mit 4 Objekten. Das sind ganz normale ADOC-Dateien und darüber habe ich unser Dokument, was auch hier liegt, und Medien. In den Medien haben wir ein einziges Bild. Soweit sind wir in unserem Projekt vorangeschritten. Schauen wir uns die Quick-Look-Datei mal an und man erkennt sofort, das ist jetzt keine prozessierte Datei, das ist jetzt kein proprietäres Thema, das ist schlicht und ergreifend eine Textdatei. So, wir haben unser Sammeldokument erstellt und anhand dieses Sammeldokuments möchten wir uns jetzt mal ein paar Besonderheiten von ADOC Studio und auch wiederum von ASCII-Doc mal ansehen.
Das erste betrifft das Thema Variablen im Text. Und hier hilft uns ein ganz tolles Instrument von AsciiDoc und das sind die Attribute. Diese Attribute bieten ganz viele Funktionalitäten, die ich jetzt in verschiedenen Schritten innerhalb eines Dokumentes mal zeigen möchte und anhand von kleinen Beispielen darstellen möchte, wie viel Magie Sie in Ihren Text reinbringen können. So am Ende, dass wir zu dem Punkt kommen, Ihr Text, Ihre Regeln, aber unsere App. Gut, schauen wir uns das Sammeldokument mal an. Wir haben im Startdokument zurzeit nur unseren Titel, also die Überschrift des Sammeldokumentes, der Autor mit seiner E-Mail-Adresse und einen kleinen Platzhalter für den Präambeltext. Nun ist es so, dass Sie, wenn Sie ein Dokument schreiben, ganz oft ein Produkt beschreiben. Ich nehme jetzt auch mal den Fall an, dass wir hier ein Produkt haben und ich möchte eben diesen Produktnamen nicht jedes Mal neu schreiben und dazu verwenden wir ein Attribut. Dieses Attribut ist fest in ADoc Studio eingebaut und nennt sich App-Name. Das füge ich nun im Dokument Name direkt ein, natürlich wieder unter Zuhilfenahme des ADoc Coach und ich vergebe dem Attribut App-Name nun den Kontext und das ist in diesem Fall mein Programm Merlin Project. Das andere Programm, was wir haben. Kurzer Werbespoiler. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, dieses Attribut App-Name im Text zu verwenden. Und ich kann es direkt jetzt hier im Titel schon nutzen. Mein tolles Buch über. Und jetzt füge ich eine geschweifte Klammer ein, also eine geöffnete, geschweifte Klammer und ich habe hier das Attribut App-Name oder auch Application-Name. Und Sie sehen in der Vorschau sofort mein tolles Buch über Merlin Project. Das ist jetzt hier im Startdokument definiert. Die Magie hinter den Sammeldokumenten betrifft unter anderem die Tatsache, dass wir dieses Attribut in allen Sammeldokumenten verwenden können. Probieren wir mal aus. Ich habe also hier jetzt einen Lorem Ipsum Text, den machen wir hier mal, den unterbrechen wir hier jetzt einfach mal. Und auch hier füge ich wieder mein Attribut ein, App-Name. Und ich sehe auch hier direkt wieder die Übernahme, dass mein Attribut mit dem Inhalt Merlin Project ausgefüllt wird. Tolle Sache ist, wenn Sie jetzt ein Dokument mit vielen Attributen haben und dieses Dokument in unterschiedlichsten Projekten verwenden können, definiert die initiale Verwendung des Attributs, definiert den Namen. Schreibe ich hier also jetzt anstelle Merlin Project, jetzt ADoc Studio, dann wird sofort die Überschrift aktualisiert und im weiteren Verlaufes habe ich auch hier Lorem Ipsum ADoc Studio. So einfach, so simpel, aber extrem effizient. So, und das lässt sich mit vielen anderen Dingen auch machen, und zwar vor allen Dingen mit eigenen Attributen. Nicht jedes Attribut ist vordefiniert und wir möchten zum Beispiel die Versionsnummer enthalten haben. Dann schreibe ich hier einfach Version, füge wieder einen Doppelpunkt ein und schon habe ich ein neues Attribut definiert, nämlich 1.0. Und die kann ich jetzt genauso verwenden, wie ich das vorher mit dem Attribut gemacht habe. Und ich mache ein V und dann Version und wir sehen sofort, da ist mein zuvor definiertes Attribut. Und schon habe ich das drin. Habe ich später eine neue Version, mache ich eine 1.1 raus und überall, wo die Version definiert ist, habe ich dann die aktuelle Version stets parat. Ändere ich auch hier wieder meinen gesamten Kontext, zum Beispiel zum Merlin Project. So. Und hier haben wir eine ganz andere Version. Hier sind wir nach 20 Jahren schon bei der Version 8.3. So haben wir das hier direkt drin und hier haben wir wieder die Möglichkeit. Jetzt gibt es eine tolle Sache und zwar kann ich Attribute auch miteinander kombinieren. Ich kann mir also ein eigenes Attribut definieren. Long Version zum Beispiel.
ups, das wollten wir dahin haben, eine Long Version und die besteht aus dem ersten Attribut Appname, meinetwegen einem Bindestrich und dann einem zweiten Attribut. Und nun kann ich immer die lange Version verwenden. Dazu löschen wir das hier mal und ich gebe einfach meinen Attributnamen ein und ich habe hier sofort meinen langen Versionsstring, meinen langen Versionstext. Das gleiche kann ich natürlich auch wieder überall machen. So viel zu der ersten Verwendung. Aber diese Attribute können noch viel, viel mehr. Zum Beispiel haben Sie ja manchmal die Situation, dass Handbücher für verschiedene Plattformen geschrieben werden. So haben wir zum Beispiel ADOC Studio nicht nur auf dem Mac, wir haben es auf dem iPad und wir haben es auf dem iPhone. Natürlich wurde die Dokumentation in ADOC Studio geschrieben und schätzen Sie mal, wir haben dort die Attribute zur Erkennung der eigentlichen Plattform verwendet. So, nachdem wir die ersten Attribute verwendet haben, schreiben wir weiter in unserem Text und üblicherweise ist es ja so, dass wir manchmal besondere Hinweise geben müssen. Diese Hinweise können wir natürlich auch in ADOC Studio angeben und können in unterschiedlichster Art und Weise dargestellt werden. Ich zeige Ihnen das einfach mal. Wir haben zunächst wieder ein wenig Text mit unserem Lorem Ipsum. Lorem. Und den unterbrechen wir ein-, zweimal, damit wir ein bisschen schöne Absätze haben, oder damit wir ein paar schöne Absätze haben. Und dazwischen haben wir jetzt zum Beispiel den Bedarf, dass ein Hinweis, eine besondere Notiz kommen muss. Also kann ich zweierlei machen. Da ich jetzt weiß, dass es eine Notiz werden soll und diese Notiz auf Englisch Note eine besondere Notation hat, schreibe ich einfach Note und der ADOC Coach zeigt mir die 3 Möglichkeiten, wie eine Notiz in diesem Fall angegeben werden kann. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, ich schreibe Hinweis und ich kriege dann 3 Möglichkeiten eines Hinweises angeboten. Ich bleibe mal bei der Kurzform und habe jetzt die Möglichkeit auszuwählen, welche Art des Hinweises kommen soll. Wir bleiben bei unserer Notiz. Und hallo, das ist mein Hinweis. So, das eine O löschen wir mal eben. Und schon haben wir einen schönen Hinweis. Naja, schön kann man diskutieren, weil hier der Text Anmerkung, das gefällt mir nicht. Ich hätte gerne ein schönes Icon. Und Sie ahnen es schon, natürlich geht das mit ADOC Studio. Und dazu müssen wir ein Attribut definieren, was sagt, nimm mir bitte meine Hinweistexte und gebe die als schönes Symbol aus. Wir bewegen uns im Bereich der Icons, also suche ich das Attribut Icons und ich möchte einen besonderen Font, bei uns ist das Font Awesome, als Hinweis-Icon verwenden. Das war es eigentlich schon, weil jetzt, wenn ich auf unseren Hinweis gehe, sehe ich eine schöne Sprechblase. Ganz hervorragend. Und darüber können wir jetzt viele verschiedene Notationen angeben. Ich zeige Ihnen mal den Tipp. Das ist das nächste. Hier kriegen wir eine schöne Glühbirne. Ein besonderer Tipp vom Autor. Und ein dritter soll es noch sein, dann nehmen wir mal eine Warnung. Ich weiß jetzt nicht, wie die Warnung genau heißt, also nutze ich wieder unseren ADOC Coach und ich sage Warnung, Achtung, aufpassen. Was auch immer da dann steht. An dieser Stelle möchte ich noch mal einen kleinen Schwenk zu unseren Stilen machen, denn insbesondere bei den Admonitions auf Englisch oder Hinweisen auf Deutsch haben wir uns sehr viel Mühe mit den einzelnen Templates gegeben, mit den einzelnen Stilen. Ich zeige Ihnen das mal in unseren Einstellungen, weil auch hier haben wir eine Auswahl für Produktstile. Und hier sehen wir am unteren Bildschirmrand schon verschiedene Inhalte, die wir auswählen können.
Sie haben es schon gesehen, der erste, der ausgewählt war, waren unsere Admonitions, also das technische Wort für unsere Hinweise. Und wenn Sie jetzt durch die einzelnen Stile gehen, sehen Sie, dass da doch schon ein bisschen Gedankenschmalz reingegangen ist. Hier übrigens haben wir die offiziellen Hinweisfarben bzw. Hinweisfarben der DIN-Norm. Bisschen schöne Icons, etwas Klassisches, so wie es ASCII-Doktor macht und so weiter und so fort. Da lässt sich also sehr, sehr viel machen. Das nur als kleiner Schwenk zu den Attributen, die dann hinterher ein Icon bei den Hinweisen ergeben. Ja, und damit haben wir hier jetzt schon ein paar schöne Icons drin. Wir haben ein bisschen was geschrieben. Und ich denke, das nächste, was wir jetzt mal brauchen, sind irgendwelche Links. Um einen schönen Anspruchspunkt zu haben, nimmt man ja ganz gerne Abschnittsüberschriften oder eigene Abschnitte. Und dazu drücke ich jetzt auf einer leeren Zeile die Escape-Taste. Und ADOC Studio bietet mir an, dass ich entweder einen Abschnitt der Ebene 1 oder der Ebene 2 einfügen kann. Ich bleibe im Kapitel 1, also nehme ich eine Ebene mehr. Und jetzt habe ich nämlich die Besonderheit. Hier kann ich jetzt eine sogenannte ID angeben. Was ist die ID? Die ID ist im Prinzip wie ein Anker, die meinen Text immer unabhängig von dem Titel eines Abschnittes anspringen kann. Angenommen, Sie fangen an und schreiben, das ist mein Abschnitt, und springen diesen Titel dann an und irgendwann ändern Sie den Text oder Sie übersetzen ihn, aber dann passt es ja nicht mehr, weil dieser Text ist dann ja nicht mehr vorhanden. Also verwenden wir gerne irgendeinen Anker. Also das ist mein Anker. Ups, ich mache das ganz gerne mit Tiefstrichen. So. Und den Titel kann ich dann vollkommen losgelöst davon vergeben. Hier ist mein toller Titel. Ne? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Schreibfehler korrigiere ich gerade und schon sind wir im Rennen. Jetzt wollen wir aus einem anderen Kapitel eben genau diesen Anker anspringen. Und dazu wechsle ich auf mein Kapitel 2. Und hier machen wir jetzt einen schönen Tipp zum Beispiel. Das haben wir ja schon gelernt. Die Details wurden hier besprochen. Hier wurden bereits hier besprochen. So, und an dieser Stelle fügen wir jetzt den Verweis ein. Also tippe ich fair und haue auf Enter und ich sehe sofort, aha, da ist mein Verweis. Einmal intern und einmal extern. Intern wäre im gleichen Dokument, extern ist auf ein beliebiges Dokument innerhalb meines Projektes. Das nehmen wir und ich kann hier jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte auf das Startdokument verweisen und da sehen wir sofort unseren Anker, den wir eben definiert haben. Da wollen wir hin. Und Sie sehen, in der Vorschau wird automatisch der Titel des definierten Ankers oder nach dem definierten Anker genommen. Perfekt. Ich kann hier draufklicken, ich komme sofort zu diesem Punkt hin. Ich habe hier meinen Browser, also meine Vor- und Zurücktasten und kann so weiterarbeiten. Das wären jetzt die einfachsten Verweise, die ich an der Stelle zwischen den Dokumenten machen kann. So, jetzt als nächstes schauen wir uns doch mal an, wie weit sind wir mit unserem Dokument. Wir haben unser Sammeldokument, was eine Überschrift hat. Wir haben diverse Kapitel. Wir gehen jetzt besser nicht auf den Inhalt ein. Wir haben Abschnitte. Wir haben so ein bisschen Inhalte erzeugt. Und diese Inhalte möchten wir jetzt testweise einfach mal ausgeben. Dazu gibt es eine ganz einfache Möglichkeit in ADOC Studio und das ist hier unser Exportfile. Dort klicken wir drauf und ich sehe einen Dialog, Auswahl, Exportieren. Auswahl exportieren heißt, wie in der Vorschau definiert, ne, das ist hier angehakt, kann ich jetzt alles direkt als HTML ausgeben. So einfach, so gut.
Ich kriege ein HTML-Dokument, das ist entsprechend dem, was ich geschrieben habe. So, wo wir gerade bei dem Export sind, vielleicht nochmal einen kurzen Schwenk auf den praktischen Einsatz von ADOC Studio. Üblicherweise, wenn Sie ein Dokument haben, lebt dieses Dokument ja nicht nur für den Zeitraum, wo es geschrieben wird, sondern in der Regel auch länger. Es wird gepflegt, es gibt neue Versionen, es gibt Aktualisierungen und so weiter. Und unsere Idee dabei war, dass wir mit dem reinen Exportieren an dieser Stelle nicht vollständig glücklich sind, weil sie definieren ja unterschiedliche Formate. Wir haben ja HTML und PDF als Ausgabeformate, zu PDF später noch mehr, aber sie möchten am Ende regelmäßige Ausgaben machen und am besten sogar noch automatisiert. Also müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen. Und da haben wir genau die richtige Idee für Sie gehabt. Ich breche das hier mal ab und dann gehe ich in das Menü Ablage unter Export und dort sehen wir zwei Einträge. Wir haben einmal die Auswahl, das heißt das, was hier gerade in der Auswahl der Seitenleiste und in der Darstellung der Vorschau steht. Aber das zweite, das ist genau das, wo ich jetzt drauf hinaus möchte, das sind die Produkte. Wir sehen zunächst einen leeren Dialog, aber ein Produkt ist für uns ein komplettes Thema einer Ausgabe. Nehmen Sie mal Ihr Handbuch für Produkt 1, 2, 3 und das möchten Sie als HTML, als PDF und nach Möglichkeit sogar noch für unterschiedliche Plattformen ausgeben. Da können wir jetzt sehr einfach über den Plus-Button ein neues Produkt anlegen. Ausgewählt wird hier das, was in der Seitenleiste direkt angelegt ist. Und ich kann jetzt mein Produkt definieren. Ich kann sagen, in welchem Format wird es ausgegeben, in welchem Stil wird es ausgegeben. Im Fall von HTML kann ich sogar Hell- oder Dunkelmodus oder womöglich sogar einen automatischen Wechsler mit eingeben. Ich könnte hier sogar eigene Attribute definieren, kommen wir gleich nochmal zu. Und ich kann dann sagen, wie sollen denn mit den Ressourcen dieser HTML-Datei, also alle Bilder, Fonts, CSS-Dateien und so weiter, wie soll damit umgegangen werden? Wir lassen das jetzt erstmal so auf Standard und haben hier eine erste Definition. Ich nehme das gleiche Buch jetzt noch einmal als weiteres Produkt und definiere es mit einem anderen Stil. Dann nehmen wir jetzt mal den Optimal-Stil. Und das ist genau dann die Unterscheidung. Ansonsten gebe ich erstmal nichts weiter ein. Ich schließe das und jetzt erkennt man am oberen rechten Rand, dass hier ein neues Bedienelement dazugekommen ist. Dieses Bedienelement zeigt mir in diesem Fall die unterschiedlichen Einstellungen unseres Produktes. Und ich kann hier jetzt sehr einfach zwischen der einen und der anderen Einstellung umschalten. Ganz hervorragend. Und dieses haben wir zum Beispiel in unserem Handbuch eingesetzt. Ich öffne mal das Handbuch, mache das mal groß und da haben wir jetzt unser Handbuch. Ich mache den Editor mal weg und Sie sehen hier jetzt verschiedenste Produkte angelegt, die ich natürlich auch bearbeiten kann, aber das wollen wir jetzt gerade gar nicht. Diese Produkte sind dann für die unterschiedlichen Plattformen. Also ein Handbuch HTML für das iPad, für das iPhone und für den Mac. Hintergrund der Geschichte ist, wir haben verschiedene Bilder genommen. Hier habe ich zum Beispiel einen Screenshot von macOS. ADOC Studio auf macOS. Jetzt wechsle ich mal auf iPhone. Dann sehe ich meinen Screenshot, wie ADOC Studio auf dem iPhone aussieht. In diesem Fall haben wir 3 Screenshots zusammengebastelt, weil das halt eben das Hochformat ist. Noch deutlicher wird es, wenn wir das iPad nehmen, da haben wir es und da ist genau der Unterschied. Das heißt, Sie können in Ihren Produkten definieren, wenn zum Beispiel Plattform X verwendet wird, nehme dieses und jenes Bild. Ich zeige Ihnen, wie wir das gemacht haben. Dazu gehen wir in die Produkte und ich sage hier jetzt mal HTML für iPad
und ich gehe auf die Attribute. Und da sehen wir schon, das Attribut Plattform hat den Wert iPad. Ich gehe mal auf iPhone, Attribut, Plattform hat den Wert iPhone. Und am Ende habe ich hier HTML für Mac, das Attribut, Sie ahnen es schon, Mac. Und darüber können wir problemlos die einzelnen Themen immer wieder neu machen. Und das Schöne ist, Sie haben alles einen Mausklick entfernt. Ganz hervorragend. Die große Frage ist, wie sieht das denn jetzt im Text aus? Und das ist etwas, was ich Ihnen als nächstes zeigen möchte. Dazu gehen wir mal auf den Text selber. Hier haben wir unseren Text und zwar da, wo das Interface erklärt wird. Und hier sehen wir eine Besonderheit. Ich habe hier das Makro-Image verwendet, das heißt, binde mir ein Bild ein. Als nächstes habe ich einen Pfad vergeben und in diesem Pfad ist das Attribut Plattform enthalten. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, wenn die Plattform iPhone ist, gibt es einen Zusatztext. Und darüber steuern wir zum Beispiel die besonderen Bilder auf der jeweiligen Plattform. So, jetzt habe ich noch ein paar Besonderheiten für Sie. Und zwar möchte ich anhand des dritten Kapitels, was im Moment noch gähnend leer ist, 2, 3 Funktionen, tolle Funktionen von ASCII-Doc und natürlich dann auch von ADOC Studio zeigen. Das erste betrifft Links. Wir haben ja schon die Referenzen bzw. Querverweise besprochen, aber ganz oft brauche ich einfach einen Link ins Internet. Das geht natürlich, indem ich einfach https://www.projectwizards.net angebe. Gar keine Frage. Dann wird eben genau dieser Link angeboten und wenn ich dann den Browser öffne, kriege ich diese Webseite. Das ist die eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist, dass ich einen Hyperlink in den Text integriere. Dazu schreibe ich einfach etwas Text vor den Link. Hinter den Hyperlink setze ich die eckigen Klammern für Optionen und in die Option kommt das Wort, was der Hyperlink werden soll. Also hier geht es zur Webseite. Ups, den Punkt machen wir natürlich außerhalb und schon habe ich einen Hyperlink, der direkt auf unsere Webseite geht. So einfach habe ich solche Links integriert. Ein zweites Thema, und das unterscheidet uns ganz stark von Markdown, sind die Tabellen. Gerade bei Tabellen beim Markdown, Sie kennen das wahrscheinlich, da gibt es Multi-Markdown, da gibt es Spezial-Markdown hier lang, Spezial-Markdown da lang. Am liebsten möchten wir ja eine Sprache, einen Befehlssatz haben, auf den wir uns verlassen können, der konsistent ist und immer wieder verwendet werden kann. Und genau das bietet uns ADOC Studio und das bietet uns ASCII-Doc. Ich habe hier mal Table, wieder eine Systemtexterweiterung, die mir eine einfache Tabelle anlegt und man sieht hier im Text auch direkt, was man ausgegeben bekommt. Ich habe die Möglichkeit, hier die Anzahl der Spalten zu definieren. Ich kann sagen, ob ein Rahmen gezeichnet werden soll, wie hier zu sehen, oder ob mein Grid, sprich die inneren Rahmen, gezeichnet werden sollen. Auch hier All. Und dann kann ich meine Tabelle so gestalten, wie ich möchte. Von ganz klassisch bis hin zu etwas moderner. Einer der Grundsätze von ASCII-Doc und natürlich von ADOC Studio ist, es wird immer vernünftiger Text ausgegeben. Selbst wenn Sie einen Fehler machen, ist das gar kein Problem. ADOC Studio zeigt Ihnen, wo ein Problem aufgetreten ist, wo ein Fehler gemacht wurde. Und das Schöne ist, die App zeigt immer irgendeine Ausgabe an. Das heißt, Sie werden im Textfluss nicht gestört, Sie können weiterarbeiten und am Ende sogar diese Fehler nachträglich beheben. Ich zeige Ihnen das mal am Beispiel einer Tabelle. Ich habe hier jetzt
2 Zeilen mit jeweils 2 Spalten. Und jetzt machen wir einfach mal nach der zweiten Spalte noch eine dritte Spalte und irgendeinen Text. Und Sie sehen sofort, hier ist es jetzt rot. Es wird aber trotzdem dargestellt. Und wer jetzt aufmerksam auf die Seitenleiste achtet, der sieht hier ein rotes Rufzeichen. Der Problemnavigator meldet sich. Die letzte Tabellenzeile ist nur teilweise gefüllt und dann wird sofort gezeigt, ich klicke drauf, ich sehe den gesamten Text und ich kann hier hingehen und sagen, was los ist. In dem Fall machen wir einfach mal eine neue Tabelle bzw. eine neue Zelle und schon passt wieder alles. Das heißt, ADoc Studio achtet darauf, dass Tabellen immer komplett befüllt werden. Ist das nicht der Fall, gibt es eine Warnung. Ist der Fehler behoben, wie jetzt, ist alles wieder in Ordnung. So, und damit könnten Sie tun und lassen, was Sie wollen. Auch hier für die Tabellen habe ich in den Einstellungen ein tolles Beispiel. Und zwar gehen wir mal auf den Produktstilen, auf die Tabelle. Und da haben wir mal einen Zeitplan einer wie auch immer gearteten Konferenz. Und Sie sehen schon, da kann man schon viele tolle Sachen mitmachen. Und das so mal zu dem Thema Tabellen. Okay, wir haben die ganze Zeit jetzt HTML als Ausgabe gesehen. Und ich habe ja eingangs schon gesagt, dass wir auch PDFs ausgeben können. Müssen wir uns natürlich angucken. Um das jetzt zu sehen, stelle ich einfach mal ein neues Produkt ein. Nämlich von unserem tollen Buch machen wir eine neue Version. Ich wähle es wieder aus und ich sage, Format soll jetzt PDF werden. Ich kann den Stil wieder auswählen, das ist alles in Ordnung. Wir lassen das mal so, wie es ist. Und ich schalte hier jetzt direkt auf PDF um. Und Sie sehen ein schönes PDF mit den Inhalten, die wir bisher erstellt haben. Jetzt haben wir hier natürlich die Möglichkeit, so ein paar Spezialitäten einzugeben. Diese Spezialitäten sind zum Beispiel Fußnoten, wenn ich im Text irgendetwas Besonderes erklären möchte. Da haben wir zum Beispiel das Wort Präambel, was man vielleicht in einer Fußnote erklären oder auf irgendwas Besonderes hinweisen möchte. Und dann tippe ich einfach FOO oder FUSZ und unser ADoc Coach zeigt mir die Möglichkeiten, die mit der Fußnote als solches einhergehen. Wir wollen eine ganz normale Fußnote jetzt eingeben. Was schreiben wir dazu? Manche nennen es auch einen Abstract. Und wir sehen jetzt hier im Text, fügen Sie hier Ihren Präambeltext ein und da die Ziffer 1. Fußnoten werden üblicherweise am Ende der Seite ausgegeben und genauso ist es auch. Ich habe hier jetzt am Ende der Seite meine Fußnote, wie sie da ist. Das zum einen. Zum zweiten haben wir manchmal bei PDFs die Situation, dass wir eine besondere Titelseite einfügen möchten. Und das geht über ein Attribut. Und dazu tippe ich einfach Titel ein und wähle die Title Page als Vorgabe. Und schon macht ADoc Studio mir eine besondere Seite. Hier wird jetzt nämlich der Titel und der Autor mit seiner E-Mail-Adresse auf eine Seite und auf die andere Seite kommt dann der Präambeltext. So, und wenn wir schon eine schöne Titelseite haben, wollen wir natürlich auch ein Inhaltsverzeichnis in unserem tollen Buch haben. Hier geben wir wieder einfach ein Attribut ein, TOC, Table of Contents. Und ich hätte jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich nehme einfach mal das Automatische. Und jetzt sehe ich Folgendes. Ich habe hier meine Titelseite, ich habe mein Inhaltsverzeichnis und dann geht das Buch los. Wir schauen uns das mal im Ganzen an. Dazu schalte ich den Editor mal aus und jetzt haben wir hier eine tolle Sache. Wir können nämlich Doppelseiten und die dann scrollen. Das Ganze zoome ich ein bisschen raus und schon sehen wir
so wie sich das gehört. Die Titelseite auf der rechten Seite, dann links das Inhaltsverzeichnis, Kapitel 1 und 2 auf der rechten Seite und das Kapitel 3 führt dann auf der linken Seite weiter. Das Ganze müssen wir jetzt natürlich einmal ausgeben, da führt ja kein Weg drum herum. Ich gehe hier mal auf Exportieren. Ich sage, mein tolles Buch als PDF wird ausgegeben und das sollte es jetzt sein. Wir gucken uns das an und wir sehen, mein tolles Buch ist direkt hier da. Und hier kann ich jetzt durchklicken und so weiter. Okay, zum Abschluss noch ein ganz kurzer Hinweis auf unsere Webseite adoc-studio.app und dort möchte ich Sie besonders auf 2 Themen hinweisen. Wir haben ein Forum. Auf diesem Forum können Sie alle Themen, die sich irgendwie um ADOC Studio oder ASCII-Doc drehen, diskutieren. Unser Support schaut da drauf und gibt Ihnen natürlich, wenn gewünscht, auch noch diverse Tipps und Tricks. Wie geht es weiter mit ADOC Studio? Das zeichnet unsere Roadmap aus. Hier haben Sie nicht nur alle Themen, an denen wir gerade arbeiten, sondern eben auch Themen, die Sie sich wünschen können. Sprich, welche Funktionen möchten Sie in ADOC Studio sehen? Und hier ist wirklich die Abteilung Wünsch dir was, die Sie einfach mal aufrufen können. Tragen Sie sich für den Newsletter ein, denn nur so kriegen Sie regelmäßig aktualisierte Informationen und bleiben stets auf dem aktuellen Stand. Und schlussendlich kann ich nur noch empfehlen, falls noch nicht geschehen, laden Sie ADOC Studio aus dem App Store, testen Sie es 14 Tage lang kostenlos und dann freue ich mich über jedes Abonnement. Dankeschön. Tschüss.